Bevor wir uns heute mit der Zuschauerfrage von Andrei Muster 6866 beschäftigen, wie man im Option Trader in der Optionskette die Spalte mit dem X bzw. mit dem Malzeichen wieder einfügen kann, habe ich hervorragende Neuigkeiten für euch. Entschuldigung, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt bezüglich Mindset. Und zwar, wie einige von euch wissen, beschäftige ich mich ja schon länger mit Quantenphysik, Neurobiologie, Gehirnforschung und Genetik. Und zwar ging es da immer um das, was der Herr Dr. Joe Dispenza lehrt. Ähm, Wie ihr sicherlich alle wisst, ist Mindset mittlerweile auch gerade Geldzeiten-Mindset, wenn es um die Börse geht, äußerst wichtig. Wenn wir da falsche Glaubenssätze in uns tragen, die wir vielleicht sogar gar nicht kennen, die uns nicht bewusst sind, werden wir definitiv nicht profitabel. Und ja, seit ich das mache, muss ich wirklich sagen, ist extrem viel passiert in allen Bereichen meines Lebens und es ist manchmal schon ein bisschen unheimlich, wie schnell und wie toll sich das alles verändert. Meine allererste Ausbildung habe ich bei Marina gemacht, die ihr hier rechts seht. Sie ist derjenigen, die von Dr. Joe Dispenza persönlich ausgebildet worden ist, also eine der wenigen, die es unterrichten darf. Sie macht das mit ganz, ganz viel Herz und ganz viel Hingabe. Ich hatte vorher nicht besonders viel Ahnung von dem Thema, muss ich dazu sagen. Ja, sicherlich so manches Mindset-Coach mitgemacht, aber was jetzt wirklich Quantenphysik angeht, was das mit dem Körper macht, Neurowissenschaften und so weiter, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga als das, was man so normalerweise bekommt. Und für mich ist es immer wichtig, dass solche Sachen belegt sind. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die Räucherstäbchen-Tante. Und bei Dr. Joe sagt man ja immer, oder er sagt, die Wissenschaft entmystifiziert das Mystische. Also alles, was von der Seite kommt, ist wissenschaftlich belegt von Wissenschaftlern, die er engagiert hat, die für ihn im Auftrag arbeiten. Und Marina transportiert das auf eine so humorvolle, tolle Art und Weise und mit so tollen Beispielen, dass man das ganz, ganz leicht alles nachvollziehen kann und ganz schnell in die Umsetzung kommt. Ich habe sie gefragt, wie es aussieht, ob sie Interesse hat, euch zur Verfügung zu stehen. Und sie hat es sogar mit den Worten beantwortet, dass es ihr eine Ehre wäre, diesen Bereich bei uns zu übernehmen. Und jetzt sind wir gerade dabei, etwas Tolles für euch auszuarbeiten. Sie wird in Kürze als Interviewpartner hier auf dem Kanal ja, zu Gast sein, dass ihr sie mal kennenlernt. Sie ist wirklich ein ganz, ganz, ganz herzlicher Mensch. Und dann nachher natürlich auch in der Trading-Schule wird es ein Bereich sein. Ihr müsst das nicht nehmen. Das ist ein zusätzlicher Baustein, nur wenn ihr das wollt. Das ist natürlich alles freiwillig. Könnt sie aber auch so buchen, ohne dass ihr unsere Trading-Schule in Anspruch nehmt. Das ist euch völlig frei überlassen. Ich kann euch nur raten, tut was, in welcher Form auch immer, mit eurem Mindset, dass ihr Glaubenssätze aufarbeitet, die aus eurer Kindheit eventuell noch stammen, dass die aufgedeckt werden, dass ihr euch da weiterentwickelt. Umso schneller kommt ihr in die Umsetzung, umso schneller werdet ihr profitabel und bleibt auch profitabel. Ganz, ganz wichtig. Okay, dabei will ich es jetzt mal belassen und jetzt tatsächlich auf die Frage zurückkommen von dem Andrei-Muster. Nur mit eurer Hilfe kann dieser Kanal groß und stark werden. Wir freuen uns über Daumen hoch, Kanal abonnieren, tollen Kommentaren und vielleicht auch sogar ausprobierende Thanks-Buttons. Euch allen vielen Dank dafür. Wir sind im Option Trader, beziehungsweise noch nicht, da müssen wir hin. Falls das hier bei euch nicht ist, ihr könnt das hier über das kleine Pfeilchen machen, Schaltfläche hinzufügen. Und dann habt ihr hier irgendwie den Option Trader drin. Der ist jetzt bei mir hier nicht, weil er schon da ist. Wenn ihr dann die TWS wieder aufmacht, habt ihr hier ihn normalerweise fest dann platziert. Wir wechseln also jetzt in den Option Trader.
Und Andrei meinte diese Spalte mit dem X. Ihr habt das einmal auf der Put-Seite und einmal hier auf der Call-Seite zwischen der Geldkursspalte und der Briefkursspalte. Er hat sie jetzt wahrscheinlich irgendwie gelöscht. Das mache ich jetzt auch mal. Und dann seht ihr, dass das, ja, vor allen Dingen, wenn man es gewohnt ist, ein bisschen seltsam aussieht, weil hier nichts dazwischen steht und sich die Spalten dann auch so auseinanderziehen. So, ihr klickt irgendwo mit der rechten Maustaste in irgendeinen Spaltenkopf, es ist egal wo, rechte Maustaste, Einstellungen, Optionsketten. Dann macht sich das neue Fenster auf und normalerweise ist es ja so, wenn ihr hier oben rechts in diese weiße Spalte klickt und dann irgendwelche Buchstaben einfügt, dass dann das System schon alles ausspuckt, was es dazu finden kann. Das geht leider, warum auch immer, mit dem X nicht, wie ihr seht. Warum die das bei der Programmierung so gemacht haben, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Und ihr seht auch hier in der Spaltenspalte, dass hier das X nicht mehr vorhanden ist. Wir nehmen das X hier oben einmal wieder raus. Wenn ihr es wieder einfügen möchtet, geht ihr hier unten auf den Button auf Voreinstellung zurücksetzen, dann auf Ja und dann seht ihr, dass sich hier das kleine X wieder eingefügt hat. Dann auf Übernehmen und OK und dann habt ihr hier das X wieder eingefügt. So schnell kann es gehen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bucht einen Termin bei Andreas, löchert ihn auf Herz und Nieren, prüft ihn. Ihr werdet begeistert sein, glaubt es mir, gebt ihm die Chance. Das wäre einfach nur fair. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.